Keine visuelle Konfiguration macht Spaß, wenn die Wiedergabedarstellung und die Wiedergabeperformance nicht entsprechend hoch ist während einer Konfigurationssession. Der Vertriebler möchte nicht mit seinem Interessenten an einem Tisch sitzen und eine Konfiguration dieser Art, beispielsweise ist das hier ein Palette-Transportsystem, ich hatte das Konzept der blauen Anker, die anklickbar sind, schon erwähnt, und interaktiv eine Konfiguration zusammenstellen, wenn die Wiedergabeperformance nicht einigermaßen flüssig ist. Für uns ist Performance sehr wichtig. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, unsere 3D-Engine entsprechend zu optimieren. Und ich könnte jetzt noch Minuten oder Stunden lang im Hintergrund eine mehr oder minder sinnvolle Palette-Transportbahn zusammenstellen, um zu zeigen, dass egal wie viele Elemente dazukommen, die Performance in unserem System nach wie vor stimmt. Stichwort Performance, das ist ein Lenovo ThinkPad ohne besondere Ausstattung, keine Nvidia Gaming-Plattform, keine CAD-Workstation, ganz normaler Office-Laptop von Lenovo, ein ThinkPad. Damit ich jetzt hier nicht lange zusammenklicke, habe ich eine Szene vorbereitet. Die können wir jetzt mal reinladen und vom Klick des Ladens, also von jetzt bis zum Anzeigen in der BOM, das war der gesamte Ladevorgang. Wir haben jetzt eben 2250 Teile zufällig verteilt geladen. Die visuelle Konfiguration dazu sieht so aus. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, man sieht es mir nach, wirklich eine Transportbahn zusammenzuklicken, 2250 Teile, sondern natürlich prozedural mir einen solchen Raumwürfel zusammenstellen lassen. Das ändert aber nichts an den Performance-Anforderungen. Alle Teile, die wir hier sehen, sind frei interaktiv, navigierbar, verschiebbar. Sie haben weiterhin ihre Anker, sie können weiterhin ergänzt werden. Ich mache das mal symbolisch hier am Eck, damit wir es besser erkennen können. Und wir können zum Beispiel hier einen Drehteller platzieren. Wir können interaktiv die kleinen Rollenbahnelemente, die per Pflicht an die Drehteller Anschlussstücke gesetzt werden müssen, können wir platzieren und wir sind weiterhin mitten in der Szene hochperformant. Hier ist kein Trick eingebaut, hier gibt es keine Optimierungen, wir haben noch kein Level of Detail drin, wir faden im Hintergrund noch nicht irgendwelche Elemente aus. Man könnte ganz viel optimieren an dieser Szene. Kein David Copperfield-Trick, kein Magic, das ist eine ganz normale Demo mit über 2000 Elementen im Browser. Das ist eine Browser-Anwendung auf einem Lenovo ThinkPad. Das ist, was wir unter Performance verstehen und trotzdem optimieren wir täglich unsere 3D-Engine weiter.